Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Diese steht heute ganz im Zeichen der Elbphilharmonie und der Hafen City drumherum. Unser Projekt für die nächsten 6, 7, 8, mal schauen wie viele Monate. Sven und Stefan haben unheimlich viel geplant in der letzten Zeit. Wir haben uns viel besprochen, weil das Problem ist, dass der Mensch Dimensionen ganz anders wahrnimmt, als sie teilweise sind. Wenn wir als Mensch von unten nach oben auf ein Haus oder einen hohen Baum schauen, dann wirkt er nämlich kleiner, beziehungsweise das ganz hohe Haus sogar höher, als wenn wir von oben drauf schauen. Auch das Ganze mit der Entfernung. Wir sehen als Menschen Entfernung von 6 Häuserblöcken als ganz weit. Im Wunderland sind 6 Häuserblöcke 2 Meter. Das ist keine Entfernung. Das Ganze, damit der Mensch, wenn er im Wunderland auf die Landschaft guckt, sagt, das ist realistisch und so stelle ich es mir vor, müssen wir schummeln. Wir müssen in den Höhen schummeln, wir müssen in den Maßstäben schummeln und vor allen Dingen, Herausforderung, wenn wir jetzt in diesem Beispiel die Elbphilharmonie in 1:130 bauen, die Nebengebäude in 1:120, damit das ungefähr von der Höhe passt, die Autos und die Figuren aber 1:87 haben, weil das Ganze muss passen, dann muss man schummeln. In diesem Fall haben wir die Stockwerkhöhen etwas angehoben, was dazu führt, dass die ganze Elbphilharmonie höher ist als in echt, was wieder den Eindruck, man steht davor, boah, ist die hoch, optimiert. Ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. Es sind Herausforderungen, all diese Sachen in eine Relation zu bringen, auch dass man die durch Nebengebäude die Sicht nicht verdeckt. Für uns ganz toll, wir können heute in die Elbphilharmonie gehen und können uns das Ganze mal von innen anschauen, weil wir haben Pläne von außen, wir haben Außenansichten, wir haben 3D-Animationen, aber keiner von uns hat bis jetzt das Ding von innen gesehen, die Details, die Emporen und so weiter. Und da freue ich mich tierisch darauf, dass wir jetzt mal rübergehen und das Ganze uns anschauen. So, jetzt sind wir hier, spannender Moment und ich würde sagen, wir gehen jetzt da mal rein. Wir stehen jetzt hier in der Plaza. Das ist der Bereich, der nachher für jedermann zugänglich sein wird, auch ohne Konzertkarten. Kann man hier hochgehen, die Elbphilharmonie ein wenig sich von innen anschauen, so wie wir jetzt. Und vor allen Dingen außen einen Rundgang wagen und die ganze Silhouette der Stadt Hamburg sehen. Und für uns ist das ein sehr schwieriger Punkt, weil hier müssen wir wirklich noch einige Entscheidungen treffen. Und wir versuchen jetzt gerade die beste Lösung zu finden, was man bei uns sehen kann durch Reingucken und was man vielleicht nicht sehen kann. Und vor allen Dingen, wie man den Schnittpunkt setzt, weil wir die Elbphilharmonie öffnen wollen, sodass man per Knopfdruck den Konzertsaal sehen kann. Ja, hier sieht man zum Beispiel schon, wie die Beleuchtung eingefasst wird. Das ist immer sehr schön, wenn man das schon vorher einmal sich angucken kann, wie es aussieht. Das ist was anderes, wie wenn man die Daten vor sich hat. Und auch den Bogen kann man richtig schön sehen und dieses ganze Panorama, was sich von hier aus erstreckt. Denn wir haben ja das Problem, indem wir die Elbphilharmonie in einem anderen Maßstab haben wie die Gebäude ringsherum, müssen wir höchstwahrscheinlich bei diesem Gebäude gegenüber ein Stockwerk abnehmen. Die Elbphilharmonie wurde extra deswegen hier angehoben, dass das Haus nicht höher ist. Denn wenn man von der anderen Seite auf unsere Anlage guckt, wäre das natürlich ein richtiger Blickstopper und der soll natürlich auch nicht sein. Denn hinter dem Haus stehen ja die Besucher und können hier rüberschauen und können durch dieses große Fenster in die Plaza reinschauen. Und man wird halt tatsächlich die gesamte Jedermann-Plaza hier sehen können, weil Jedermann deswegen, weil hier können alle Gäste, alle Besucher der Stadt Hamburg hoch und sich mal Hamburg von oben anschauen, die Elbphilharmonie im ersten Segment anschauen und sie können hier außen rumgehen, was wir jetzt auch mal nutzen werden und uns das Ganze, die Einsicht in die Plaza von der anderen Seite anschauen. Dann lass uns. Ja, jetzt stehen wir hier im Außenbereich der Plaza. Da kann man noch mal so ein bisschen die Umgebung der Elbphilharmonie sehen. Das war für uns ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur die Elbphilharmonie in die Anlage stellt, man braucht ja auch halt ein bisschen drumherum. Und da haben wir dann halt eine Auswahl an bestimmten Gebäuden getroffen, mussten hier und da auch ein bisschen tricksen vom Maßstab und auch von den Gebäudeausmaßen. Da haben wir einige Gebäude eingekürzt oder auch was weggelassen. Und aber im Großen und Ganzen sollte die Auswahl jetzt so gefallen sein, dass die Elbphilharmonie mit Hafen City das widerspiegelt, was sie eigentlich ausmacht, auch wenn wir was weggelassen haben. In diesem Bereich wissen wir ja grob, was Genau. wir jetzt bauen. Die Das Details werden- müssen wir gucken, was kommt. Ne? Werden wohl höchstwahrscheinlich nur Püppis sein. Aber hier ist die Treppe zum Foyer nach oben. Und da fängt es schon an, dass wir gucken müssen, wo wir den Schnitt dann setzen. Ja. Da kann ich ja mal kurz erklären, wir müssen nämlich irgendwo eine nicht existente Wand einziehen, die im Original nicht drin ist, weil wir durch das Öffnen für den Konzertsaal per Knopfdruck irgendwo eine Sichtschutzwand setzen müssen, damit die Optik dadurch nicht zerstört wird. Und du weißt schon wo? Also ich hoffe, ich weiß schon wo. Also sie wird ungefähr genau hier in diesem Bereich sein. Das heißt, wir werden vielleicht die Treppe hier abschneiden oder noch komplett ersichtlich machen. Aber hier vorne, wie gesagt, unsere beiden Säulen, die den Knick bilden, die werden wir auch wohl nehmen müssen,
um die Sicht unten auf jeden Fall zuzumachen, bis wir nachher im Konzertsaal sind. Das heißt wirklich hier vorne, das ist das Drehgelenk für den Öffnungsmechanismus. Ja, natürlich weiter außen, aber das ist die Achse, die dafür vorgesehen ist. Okay. Bin ich gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Es müsste das Foyer zum großen Saal sein. Boah. Also ich glaube, hier erschließen sich echt Welten. Vor allem, das ist für mich, diese ganzen Zeichnungen, die man bis jetzt so kennt, ne, die zeigen ja so ein bisschen die Außenansicht oder zeigen das irgendwie skizziert. Jetzt mal wirklich hier zu stehen, ist doch alles viel größer, als ich dachte. Und es sieht viel einfacher aus, als in klein zu bauen. Ich habe eben gerade viele interessante Informationen bekommen über die Fenster, dass es 1100 verschiedene sind, die 5 cm dick sind, Windkanal getestet sind. Und weißt du schon, wie viele Fenster wir haben werden? Also ob das auch bei uns 1100 verschiedene sein werden? Nein, definitiv nicht. Aber wie viele, weißt du noch nicht, ne? Wir werden 6 verschiedene Fenster haben, wovon es nur 4 Variationen gibt in verschiedenen Größen. Wie man sieht, hier und da müssen wir ein bisschen tricksen. Hier sieht man eindrucksvoll die Entkopplung von dem Konzertsaal zum restlichen Gebäude, um zu verhindern, dass Vibration und Lärm draußen von der Elbe hier in den Konzertsaal eindringt und die Musik wiederum nach außen. Das heißt, das ist der Konzertsaal, das ist das gesamte andere Gebäude. 362 Federpakete sorgen dafür, dass wirklich der gesamte Konzertsaal mitsamt Menschen, Musik und allem mehr oder weniger freischwebend ist. Und der Konzertsaal ist hier, den schauen wir uns jetzt mal an. Hier stehen wir ungefähr, wo der Dirigent nachher steht. Hier vorne hat er sein ganzes Orchester. Und hier hinten über die Ränge sitzt dann das gesamte Publikum, was sich dann immer so stockwerksmäßig verschiebt alles. Und hier ist dann auch wieder unsere Schnittkante. Das heißt, wir sehen gerade noch hinten das Ende von der Bühne. Wo werden wir den Schnitt machen? Die Öffnung? Hier, ne? Ja. Also diese Plattform, in der wir uns befinden, kragt ein wenig raus. Das heißt, es ist sozusagen unser unterster Teller. Den lassen wir auch ganz, weil ansonsten würden wir vom Orchester was wegnehmen. Und dann beginnt es hier, dass wir die Ränge oben wegschneiden. Das heißt, dass man wirklich schön reingucken kann. Und wie viel wir wegnehmen müssen, das sehen wir erst, wenn wir wissen, wie wir die Mechanik des Aufklappens gelöst haben. Vielleicht muss man noch ein bisschen mehr wegnehmen. Wir hoffen es natürlich nicht. Und dann wird man richtig schön in den Konzertsaal reingucken können. Bin gespannt, ob es dann genauso eindrucksvoll aussieht wie jetzt. Jetzt muss man sich vorstellen, alles, was hier in Braun an Stahlträgern ist, sind Hilfskonstrukte, um das Ganze zu bauen. Die muss man sich weg vorstellen. Und die Arbeitsdecke da oben ist ungefähr auf der Hälfte. Das heißt, der Konzertsaal ist mit seinen 2150 Plätzen wirklich am Ende doppelt so hoch, wie man es jetzt sieht. Und ich finde es beeindruckend. Das ist jetzt schon gewaltig. Jetzt stehen wir an einem ganz besonderen Ort, denn diesen Ort wird es sozusagen später gar nicht geben, denn dieser traumhafte Balkon mit Sonne und Blick über die Stadt wird später ein normaler Raum sein, weil das Dach kommt hier noch drüber und die Wände. Aber was man hier ganz cool sieht, ist dieser Hut von dem Konzertsaal, wo der Reflektor drin sitzt und darunter wirklich ja der gesamte Konzertsaal als eigenes Gebäude sozusagen sitzt. Das muss als nächster Bauschritt im Original abgesetzt werden auf die Federn. Und ich bin mal gespannt, ob es gelingt. Es ist sicherlich ein Riesenprojekt, da haben wir es einfacher. Ne? Wir müssen uns jetzt hier entscheiden, wo der Schnitt hinkommt. Genau. Für uns ist nur wichtig, dass wir die ganzen Wölbungen von den Dächern hinkriegen. Aber das schaffen wir auch. Also, da haben wir eine Form gebaut, über die haben wir Formvlies gezogen und das laminieren wir einfach. Weil unser Dach muss nachher nur frei schwebend sein und hat keinerlei statische Anforderungen. Von daher sehe ich dem eigentlich recht gelassen entgegen. Toll. Da hätte ich jetzt gedacht, dass das ein Problem wird. Super. Nee. Was mir hier gerade auffällt, wir hatten ja die Diskussion über die Pailletten. Habt ihr da schon Ideen? Ja, wir nehmen Pailletten. Ernsthaft, also ganz normal. Ernsthaft, ganz normale Pailletten oder irgendwelche kleinen runden Sachen, die dem nahe kommen und die werden einzeln per Hand aufgeklebt. Genau wie hier. Wow. So viel zu dem schönen Elbphilharmonietag, der uns allen sehr viel Spaß gebracht hat. Zurück in die Wunderland-Realität. Toll, ein neues Flugzeug. Die EVR Cargo 747 Frachtmaschine ist die zweitgrößte Frachtmaschine und ich freue mich schon drauf, wenn sie fliegen wird. Aber an der Concorde, an dem Beispiel haben wir sehen können, von dem Moment an, wo sie eigentlich technisch vorbereitet ist und lackiert ist, bis es wirklich zum Dauerbetrieb kommt, können manchmal ein paar Monate vergehen. Ich weiß nicht, wie lange es hier dauern wird. Die Concorde, davon zeigen wir im Abspann schöne Bilder,
ist jetzt zwar im Dauerbetrieb unterwegs, hat aber auch gleich am zweiten Tag ihren ersten Unfall hingelegt, denn die ganzen Sicherungsmechanismen, die wir uns immer so geschaffen haben, da hatten wir die Concorde mit ihrer sehr spitzen und langen Nase noch nicht so auf der Reihe. Da muss jetzt ein neuer Sicherheitsmechanismus her, denn die hat es geschafft, mit ihrer Nase unter die herunterkommende Tarnung zu geraten und das war ein Tag Reparatur. Somit bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und freue mich ganz toll auf die nächste Folge. Tschüss! Viele geschwungene Bögen, nichts gerade, alles herrlich. Wenn man sich den Grundriss anguckt, er ist architektonisch super geplant. Kein gerader Winkel, nix. Selbst wenn es wie 90 Grad aussieht, nein, es sind 92,3, 86,4. Es ist eine Wonne. Wenn man das Ding auf dem Tisch hat, im ersten Moment sagt man sich, bah, aber je länger man drüber nachdenkt, umso mehr Spaß macht es auch. Also ich kann es wirklich nur jedem raten, guckt euch das Ding mal an hier.